Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, heute möchte ich euch ein Bild zeigen, was in mehreren Schichten übereinander gelegt wird. Das wird gespachtelt mit einer kleinen Kunststoffkarte. Der Beginn ist mit Naturtönen. Das ist einmal Schwarz, Umbra Natur, 2 Sienna-Töne, einen kühleren und einen etwas wärmeren Ton, ein Rostrot, ein warmes Grau, ein Beige-Grau und Weiß. Welche Farben das genau sind, die Farbbezeichnung werde ich euch nochmal in die Videobeschreibung notieren, da könnt ihr das nochmal nachsehen. Und wie gesagt, wir brauchen eine kleine Karte. Ich nehme jetzt hier meine Leinwand, 40 x 40 und nehme meine kleine Karte, habe meine Farben und starte mal mit einem hellgrauton. Ich möchte gerne etwas unterhalb der Mitte eine Teilung haben in der Leinwand und deswegen fange ich an und mache einen unteren Bereich und einen oberen Bereich und fange einfach jetzt mal hier an, nehme eine Farbe, das heißt, ich tauche die Karte in die Farbe, dann habe ich hier ein bisschen Farbe drauf, dann nehme ich die Karte, setze die ab und beim Unterziehen kippe ich die so ein bisschen nach unten, dann hat man einen längeren Farbabrieb sozusagen. Dann nehme ich noch eine zweite Farbe dann dazu, man kann das so ein bisschen mischen. Wichtig ist, dass man zwischendurch die Karte sauber macht, sonst hat man irgendwann nur noch einen Farbbrei, der nicht schön ist auf der Karte. Und jetzt lege ich einfach mal die verschiedenen Töne hier auf den unteren Bereich erstmal. Einen schönen Schwarz dazu, hat einen schönen Kontrast. Solche Effekte möchte ich gerne haben. Die haben einen schönen Kontrast, hell, dunkel. Das sieht dann hinterher super aus, weil wir legen die nächste Farbschicht, die drauf kommt. Da wird ja so ein bisschen der Untergrund durchscheinen. So, diese Farbkontraste finde ich halt unheimlich gut. Die bringen hinterher einen tollen Effekt im Bild und deswegen sehe ich zu, dass ich mal hell, dunkel und schön die Farben im Kontrast setze. Wieder sauber machen, das ist immer wichtig. Ich nehme jetzt einfach die verschiedenen Farbtöne und mache unten den Bereich komplett. Ich mache nicht kreuz und quer, sondern vertikal, also hochkant. Nehmen wir mal ein bisschen Weiß rein, das gibt auch immer schöne Effekte. Ich mir die Leinwand um und mache die andere Seite. Wir machen jetzt das gleiche, was wir hier gemacht haben und jetzt schließe ich quasi hier die Fläche noch.
so können wir das erstmal lassen. Wir trocknen das jetzt. Wo ich drauf jetzt achten wollte, ist, dass diese Linie hier gerade bleibt. Genau, ist ja okay. Einfach über Nacht trocknen lassen. Jetzt werde ich die beiden Flächen auf Folie vorbereiten, die dann später auf das Bild kommen sollen. Warum ich das auf der Folie mache, das könnte ich natürlich auch direkt auf der Leinwand machen, aber auf der Folie gibt es andere Effekte. Das sieht einfach anders aus. Und wie gesagt, die Folie wird bemalt. Die ist ja jetzt auf einer Leinwand gespannt. Jede Leinwand ist ja, oder eigentlich sollte jede Leinwand in so einer Folie eingepackt sein. Das ist noch das Gute dabei, dass man das nicht einfach wegschmeißt, sondern einfach als Zwischenschritt für ein schönes Kunstwerk benutzen kann. Das finde ich immer einen guten Gedanken dahinter. Jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe hier mein typisches Werkzeug für mich. Auch da kriege ich super tolle Effekte in Bilder hin. Also wer das Malen angefangen hat und sowas noch nicht hat, unbedingt besorgen. Ja, ich schreibe euch das in die Videobeschreibung rein, wo ihr den bekommen könnt und wo man den bestellen kann. Und dann braucht man einfach jetzt noch 2 Pinsel dazu. Dann habe ich mir heute die Farben ausgesucht. Weiß braucht man sowieso immer, ein schönes Türkis und ein helles Olivgrün, ein Sandton und ein Orange. Meine Leinwand möchte ich gerne in 2 Hälften teilen. In der Mitte soll ein Stückchen frei bleiben, so ein kleiner Streifen. Und hier unten soll es halt in diesem grünlich-türkislichen Bereich bleiben und oben kommt der Sandton hin. Und ich fange jetzt einfach mal an und nehme den Pinsel. Ich schiebe das mal ein bisschen weiter hier hin. So, jetzt sieht er besser. Also ich tauche das in Türkis ein, verteile das auf dem Spachtel, nehme direkt ein bisschen Grün dazu und vermische das und nehme auch direkt Weiß dazu, damit das so einen schönen Farbton gibt. Ganz flach den Spachtel halten, den nicht zu dick mit Farbe bestücken. Ihr seht, das ist nur wirklich eine dünne Farbschicht. Ganz flach halten, nicht so anfangen, das macht keinen Sinn. Wir wollen ja die Farbe, dass die auf der Folie bleibt, und ganz vorsichtig, damit es nicht direkt so einen dicken Klecks Farbe an einer Stelle gibt. Also erster Kontakt sehr, sehr vorsichtig. Einfach ganz zart sich rantesten. Genau, schaut mal, dann gibt es direkt schon coole Effekte. Ich mache horizontal die Bewegung und vertikal. Also nicht kreuz und quer, das wird mir sonst für meinen Geschmack zu durcheinander. Und ich habe es dann gerne natürlich von den Effekten her interessant, aber nicht so chaotisch. So, jetzt gehe ich drüber. Man merkt so ein bisschen auf der Folie, es bleibt so ein bisschen der Spachtel da dran so haften. Und da muss man einfach mit ein bisschen Gefühl, kann ja erstmal üben auch. Das ist ja auch das Schöne, dass man nicht direkt auf der Leinwand malt, sondern wenn es halt nichts ist, dann macht man sich eine neue Folie und fängt dann nochmal an. Ja, also immer üben hilft, immer besser zu werden. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Weiß dazu genommen, gehe noch mal so ein bisschen drüber. Hier nehme ich Türkis und ziehe das einfach hier mit dazu. Jetzt vermischt sich jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Türkis gemacht, jetzt vermischt sich das Türkis mit dem grünlichen. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Weiß und so mache ich mir die Flächen hier voll. Darauf achten, dass man hat ja dann die Leinwand, die ja schon in so Brauntönen und so Rosttönen mit Farbe bespachtelt ist. Die soll natürlich auch an manchen Stellen durchgucken. Das heißt, bitte darauf achten, dass nicht jeder Millimeter zu ist, aber ich sage jetzt mal so zu 85% sollte man die Fläche zumachen, aber nicht komplett, sonst hat ja die erste Schicht nicht so viel Sinn. Ich meine, wir haben den freien Streifen da oben, aber dennoch bitte ein bisschen was
frei lassen. Und damit es nicht alles so eine Richtung gibt, mache ich mal horizontal, mal vertikal. Kann man auch zwischendurch, mach den mal, der ist mir jetzt zu grün geworden. Lasse ich den Spachtel einfach mal komplett farbfrei und fange dann ein bisschen mehr Türkis hier ein. So. Guck mal, so ungefähr sollte das sein, dass immer mal so Lücken dazwischen sind, ne? Dann sieht es hinterher umso besser aus. Ich nehme ein ganz klein bisschen von dem Orange jetzt hier mit rein. Ganz wenig nur. Nur als kleinen Hingucker hier zwischen vielleicht hier mal was hin. So. Und dann mache ich hier unten noch ein bisschen was. So lasse ich die Seite jetzt. So, schaut mal, ich finde, das ist richtig gut gelungen. Jetzt drehe ich mir die um, weil ich möchte die andere Seite jetzt in beige, in so einem Sandton machen, mit weiß gemischt. Das hatte ich mir ja hier, die beiden Farbtöne. Ich habe wieder meinen Spachtel, den habe ich mir sauber gewischt. Ich nehme einen frischen Pinsel und möchte jetzt gerne eine Lücke lassen, damit der Untergrund der vorbereiteten Leinwand schön durchgucken kann an der Stelle. Und ich fange dann hier an und mache den Rest in beige mit weiß gemischt. Nimm wieder meinen Spachtel, leg erst beige drauf, dann ein bisschen weiß, mische das direkt so ein bisschen am Spachtel. Aufpassen, dass kein Orange mit reinkommt. Es gibt keinen schönen Farbton. So, und jetzt setze ich hier einfach so ein bisschen an. Dass hier so Falten sind, das ist egal. Das gibt hinterher auch wiederum einen schönen Effekt. Und ich will aber auf jeden Fall hier so ein bisschen wie gesagt, so ein bisschen versuchen, Lücken in der Folie zu lassen. Seht ihr das? Hier habe ich es ja auch gemacht. Ne? Das Lücken, das sind, da kommt dann hinterher quasi der Untergrund der anderen Leinwand, also nicht also der Untergrund der Leinwand, die wir vorbereitet haben. Der kommt dann da so schön durch und das harmoniert super mit so einem Rostton und so beige-braun Töne. Das sieht spitze aus. Das werdet ihr aber hinterher sehen. So, und hier mache ich das gleiche wieder. Vertikal, horizontal. Aufpassen, dass ich es mir nicht zu sehr zumache. Ich gucke mir das deswegen immer wieder zwischendurch an. Sieht man ja gut, wo Farbe ist. Seht ihr, das springt so auf der Folie. Das ist halt auch ein guter Effekt. So. Dafür, für den Orangeneffekt mache ich mir nochmal den Spachtel sauber. So, dass ich hier auf die Spitze nur so ein bisschen was mache. Und ich glaube, ich mache hier einfach mal so ein... Und dann mache ich hier noch mal ein bisschen was an. So. Die Ecke hier. So.
zeige euch das jetzt mal von Namen. So sieht das halt aus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Das wäre jetzt die 2 Farbflächen, die wir später auf die vorbereitete Leinwand übertragen. Die Folie wird ja umgedreht, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. So, jetzt ist alles getrocknet. Schaut mal, hier ist alles trocken. Die Farbschicht auf der Folie sieht super aus. Und so, jetzt müssen wir die Folie von der Leinwand trennen. Dafür ist es alles getrocknet. Dafür drehe ich die natürlich um. Die da vorne nicht kaputt reißen, weil wir die am Stück brauchen. Und deswegen müssen wir erstmal ganz vorsichtig hinten ein Stück rausschneiden. Erstmal, damit wir da besser dran kommen. Ich nehme hier so ein Cuttermesser. Man kann auch eine Schere nehmen und schneidet sich das dann erstmal das Viereck von hinten raus. So, kann man zur Seite legen, kann man noch mal weiter verwenden. Das machen wir ab. Und dann gehe ich hin und schneide bis auf die Ecken hier auf. Das mache ich an allen 4 Ecken. So, dann kann man das gleich einfach so drüber stülpen. So. Jetzt können wir das hier ganz vorsichtig über die Ecke ziehen, die Folie. Und hier einfach wegnehmen. Das ist schon mal um. So möchte ich das gerne aufteilen, das Bild. Und dafür kann ich jetzt die Folie mir ein bisschen zurechtschneiden. Genau, so kann ich mir das jetzt mal hier runternehmen wieder. Und jetzt schneide ich mir hier die Ränder ab. In der Mitte ist ja auch nichts Wesentliches, also hier ist ja nichts, was ich gleich mit übertragen will, deswegen kann ich auch ruhig die Mitte durchschneiden. So, hier habe ich den Acrylbinder, den benutze ich als quasi Haftfläche für meine bemalte Leinwand. Ich nehme den Pinsel, einen dicken, und streiche erstmal hier eine Schicht Acrylbinder auf die Leinwand. Der ist ja milchig erst, aber wenn er trocken ist, später ist er komplett durchsichtig. Wir fangen erstmal unten mit der Schicht an. Überall muss was sein, weil wo kein Binder ist, bleibt auch die Farbschicht nicht kleben. Deswegen ist es wichtig, dass überall was ist. Aber das sieht man ganz gut, weil der jetzt erstmal noch milchig ist. Zur Seite legen. Schaut mal, dünne Schicht ist drauf. Jetzt muss man ein bisschen sich konzentrieren. So, jetzt nehme ich mir hier die Folie. So, dann kann man sich das hier so schön drauflegen. Nochmal so ein bisschen die Luftblasen rausdrücken. Am besten nimmt man, um die Luftblasen raus, damit die Finger nicht so auf der Folie festkleben, nimmt man ein Tuch und dann kann man schön die Luftblasen ein bisschen rausdrücken. So. Schaut mal,
jetzt ist ja noch die Folie drauf. Ich lege mir das so, wo ich es habe, dass ich mich nicht gleich vertue, im Eifer des Gefechtes. So, lege ich mir das schon mal zurecht. Wieder eine Schicht Acrylbinder, einfach drauf, dass überall was ist von dem Acrylbinder. Wieder die Ecken nicht vergessen, die Ränder nicht vergessen. So, jetzt habe ich überall den Acrylbinder drauf. So. Ich fange wieder hier unten an, dass ich hier muss man ein bisschen Konzentration haben und ein bisschen Feingefühl und dann geht das. So, jetzt haben wir die andere Seite auch drauf. Ich drücke wieder die Luftblasen ein bisschen raus, nehme mir dafür das Tuch, dann rutscht es besser und dann lassen wir das über Nacht. Das ist wichtig, das muss relativ lange trocknen, damit die Farbe die Chance hat, sich mit der Leinwand zu verbinden. So, weil überall, wo eine dicke Luftblase ist, hat die Folie halt keinen Kontakt zur Leinwand und da bleibt auch die Farbe nicht hängen. An manchen Stellen ist das nicht so schlimm, aber hier sehe ich, dass ganz gut auch der Untergrund durchkommt. Das war ja so gewollt und das sieht auch richtig cool aus. Ja, das lassen wir jetzt schön über Nacht trocknen und dann können wir unser Bild weiterarbeiten. So, jetzt ist alles getrocknet. Über Nacht haben wir ja das Bild trocknen lassen. Jetzt können wir die Folie abziehen. Aber ganz vorsichtig erstmal irgendwo, erstmal an irgendeiner Ecke anfangen, gucken und sich vergewissern, ob das auch wirklich alles getrocknet ist. So, schaut mal hier. Ich kann jetzt das abziehen, dass immer mal so ein bisschen Farbe kleben bleibt, das ist normal. Und so können wir jetzt die Folie von der Leinwand ziehen und hat dann super schöne Farbfläche hier. Schaut mal, das alte, also das nicht das alte, sondern die erste Schicht guckt so zwischendurch durch die Lücken durch. So ist es ja gewollt. Und dann können wir das hier ganz vorsichtig einfach runterziehen. Schaut mal, was das für super schöne Effekte sind. Das machen wir gleich hier oben auch, aber erstmal hier unten. Seht ihr, jetzt ist nur der Farbfilm von der Folie ab und der befindet sich jetzt auf unserer Leinwand hier. Kann man so ein bisschen, schaut mal. Die Folie legen wir erstmal zur Seite. Jetzt mache ich noch die andere Seite. Ziehe die Folie hier auch ab. Erstmal hier außen ein bisschen an. Und da kann man das genau das gleiche machen. Ne? Schön runterziehen hier. Hier haben wir auch dann tolle Effekte. Die Leinwand von drunter schaut durch, zwischendurch. Das ist ja so gewollt. Super. Ich möchte euch jetzt noch gerne ein paar Effekte zeigen, die ich auf das Bild bringen möchte. Ich habe hier noch mal eine kleine Karte, habe noch mal schwarz genommen und tauche jetzt die Karte in das Schwarz ein und habe auf der Kante ein ganz klein bisschen Farbe und gehe mit der Kante, ich zeige euch das mal so, von oben hier in die Mitte rein. Mache noch mal so ein paar schwarze Effekte hier rein.
Guck mal, das sieht ein bisschen spannender aus noch. Einfach so ein bisschen hier zwischenarbeiten. Schaut mal, das hat auch noch mal was. Ruhig mal so ein bisschen ausprobieren, mal so ein bisschen schieben die Farbe, dann schaut mal ruhig auch mal hier nach unten so ein bisschen. Ne, nicht zu viel, weil darunter sind ja die schönen Farbtöne auch. Hier nochmal bis an dem Rand. Dann haben wir das würde ich gerne so lassen. Ich möchte gerne ins Bild noch was mit Schablone machen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn man irgendwie was mit Schrift oder Zahlen mit in ein Bild einbringt als Effekt. Und was natürlich auch schön ist, falls man ein Bild mal für jemanden malt, dann kann man ja die Zahlen oder die Buchstaben ein bisschen auch personalisieren. Ich nehme jetzt einfach mal ganz neutral die untere Zahlenreihe, habe mir hier so einen fransigen Pinsel rausgesucht und lege jetzt die Schablone hier mal so ab, dass ich einen kleinen Rand habe. Das Wichtige beim Schablonieren ist, dass man so einen schönen ausgefransten Pinsel hat, dass man den mit Farbe bestückt, indem man das hier so eintaucht, aber den Pinsel auch nicht in die Farbe eintaucht und so wie er dann ist, in die Schablone rein, weil dann gibt es einen Farbenmitschmatsch, also wirklich dann nochmal den Pinsel so, die Farbe so im Pinsel eindrücken, so rein massieren, dass überall Farbe ist, aber nirgendwo so ein dicker Farbklecks. Das geht sonst nämlich nicht gut. Dann wird es schmierig und das sieht nicht schön aus. Und dann fange ich mal einfach an. Ich nehme halt die Schablone schön fest und wenn es geht, sehr gerade, damit es auch ordentlich aussieht. Und dann gehe ich hin und mache ganz vorsichtig, fülle die Lücken, indem ich den Pinsel halt so tupfe. So, jetzt nehme ich das mal weg. Das sieht doch ganz cool aus. Gefällt mir richtig gut. Was mir jetzt noch ganz gut gefallen wird, ist, wenn man hier noch ein bisschen Weiß mit reinnimmt. Das mache ich jetzt auch mal. Wieder mit der Karte, so wie ich das mit dem Schwarz gemacht habe. Ich nehme ein bisschen Weiß auf meine Palette und nehme hier ein bisschen Farbe auf die Kante der Karte auf und gehe noch mal hier ein bisschen mit Weiß dazwischen. So, dann hat das noch mal so ein paar. Schaut mal, das lasse ich jetzt so. Hier mache ich noch einen größeren hin. Was ich zum Schluss jetzt noch machen möchte, ist den Rand dunkel. Ich nehme dann zu dem Schwarz einfach so ein bisschen mein Umbra Natur. Das ist ja dieser kühle Braunton, den nehme ich relativ häufig. Mit dem Schwarz und dem kühlen Braunton mache ich jetzt den Rand. Dafür nehme ich mir hier so einen einfachen Haushaltsschwamm, tauche mal in Schwarz und in das Braun gleichzeitig ein, tupfe das so ein bisschen auf meiner Palette in den Schwamm, die Farbe, dass es ein bisschen gleichmäßiger verteilt ist. Dann habe ich hier die Farbe auf dem Schwamm, nehme meine Leinwand, gehe erstmal außen auf dem Rand, muss man sowieso zweimal machen, weil das nicht direkt deckt. Und ihr seht schon, ich nehme das ein bisschen mit
wische so ein bisschen über die Kante ins Bild rein die Farbe. Nicht zu viel, deswegen Farbe auf dem Schwamm haben, sonst ist direkt so zugekleistert der Rand. So, jetzt sind wir fertig mit dem schönen Bild. Ich finde es total gut gelungen. Ich bin total zufrieden und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, habt viel gelernt und ich wünsche euch doppelt so viel Spaß beim selber machen und ich freue mich schon auf unser nächstes Video und ich wollte mich auch bedanken für euren Support und eure lieben Kommentare und freut mich total. In kurzer Zeit habe ich so viel schönes Feedback bekommen. Das ist wirklich immer Balsam für die Seele. Also vielen, vielen Dank. Bis bald.